Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuesten Häkeltaschen-Tutorial. Diese Häkeltasche wird überwiegend im geraden Moosmuster und aus festen Maschen gearbeitet und bekommt on top noch einen schönen Handgriff. Für die Häkeltasche arbeite ich mit diesem Garn hier und einer 3,5 mm Häkelnadel. Wie üblich findet ihr alle weiteren Materialinformationen sowie Informationen zur Taschengröße etc. einfach in der Videobeschreibung. Klickt also unter dem Video auf Mehr, um diese zu öffnen, da findet ihr alles, was ihr braucht. Wie üblich beginnen wir unsere Häkeltasche mit einem Knoten und machen dann eine Luftmaschenkette. Für die Breite meiner Tasche habe ich 26 Luftmaschen gearbeitet. Wenn ihr sie breiter machen wollt, dann fügt einfach weitere Luftmaschen hinzu, stellt aber sicher, dass ihr eine gerade Zahl an Luftmaschen habt. Wie gesagt, für meine habe ich 26 Luftmaschen gearbeitet. Anschließend starten wir in der zweiten Luftmasche von der Nadel aus gezählt und häkeln nun immer eine Kettmasche und ein halbes Stäbchen im Wechsel ganz bis zum Reihenende. So sieht die erste Reihe dann also aus und sie endet auf einer Kettmasche. Anschließend machen wir eine Luftmasche für den Reihenwechsel, drehen um und arbeiten nun auch wieder Kettmaschen und halbe Stäbchen im Wechsel. Ihr setzt also eine Kettmasche in die Kettmasche der Vorreihe und auch das halbe Stäbchen in das halbe Stäbchen der Vorreihe. So arbeitet ihr nun einfach Reihe für Reihe. Stellt hier sicher, dass ihr auch die letzte Schlaufe bearbeitet. Macht dann eine Luftmasche und geht nach dem gleichen Schema wieder zurück. Für meine Häkeltasche habe ich 94 Reihen gearbeitet. Wenn ihr eine höhere Tasche machen möchtet, dann fügt einfach Reihen hinzu. Den Faden habe ich am Ende der Reihe 94 einfach abgeschnitten und durchgezogen und setze ihn jetzt hier in der Schlaufe vom Anfangsknoten neu an. Um ihn neu anzusetzen, gehen wir wie folgt vor. Wir ziehen eine Schlaufe nach vorne, arbeiten eine Luftmasche, stechen dann in die gleiche Schlaufe nochmal ein und arbeiten eine feste Masche. Jetzt arbeiten wir entlang der Kante der Häkeltasche und verwenden dafür immer diese Schlaufen hier. Und in jede dieser Schlaufen setzen wir 2 feste Maschen.
Solltet ihr beim Arbeiten merken, dass eure festen Maschen zu sehr zusammengequetscht wirken, also zu eng beieinander sind, dann könnt ihr auch einfach mal eine dieser Schlaufen nur eine feste Masche arbeiten. Wir müssen hier bei dem Rand keine bestimmte Maschenzahl erreichen. Von daher könnt ihr da ganz einfach variieren. Wichtig ist halt, dass sich die Tasche nicht verzieht. Und dass die Maschen regelmäßig sind, also nicht zu sehr zusammengequetscht. Aber wie gesagt, bei mir bin ich sehr gut mit 2 Maschen pro Schlaufe ausgekommen. Ja, und so arbeitet ihr nun einfach weiter entlang der ganzen Seite, also 2 hier, 2 da, 2 da, 2 da und so weiter, bis ihr diese kleine Schlaufe hier erreicht, diese da. Die hier. Hier macht ihr eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche, alles in die gleiche Schlaufe, damit wir halt eine ganz spitze Ecke bekommen. Das gleiche macht ihr hier. Ihr müsst natürlich vorher den Faden vernähen, dann geht das Ganze einfacher. Hier auch feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Und auf der anderen Seite habt ihr wieder diese Schlaufen hier, wo ihr jeweils 2 reinsetzt. An der kurzen Seite, die ich jetzt übergangen habe, da arbeitet ihr natürlich 1:1 die Maschen. Nur hier an den langen Seiten kommen immer 2 in die Schlaufen. Hier, das ist die Wendeluftmasche vom Anfang. Da macht ihr auch das Eckmuster rein, feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Und dann arbeitet ihr einfach entlang der Unterseite der Anfangsluftmaschenkette, indem ihr so da einstecht und auch hier jeweils pro Schlaufe eine feste Masche setzt. Und dann treffen wir uns hier wieder. Nach der ersten Runde sieht unsere Häkeltasche so aus. Ihr seht also, hier haben wir schöne spitze Ecken gekriegt durch das Eckschema. Und den Reihenwechsel machen wir jetzt einmal gemeinsam. Und zwar enden wir mit einer Kettmasche, machen eine Luftmasche, drehen um und von nun an wird der Rahmen immer nur in das hintere Maschenglied gearbeitet. Das heißt, wir stechen so ein. Und jetzt arbeitet ihr einfach wieder feste Maschen entlang des ganzen Taschendeckels zurück und denkt aber bitte dran, in den Luftmaschen an den Ecken wieder das Eckschema mit fester Masche, Luftmasche und fester Masche zu arbeiten. Hier machen wir jetzt das Eckschema noch einmal zusammen. Also das hier ist die Luftmasche in der Ecke. Und darin arbeite ich jetzt einfach eine feste Masche, eine Luftmasche und wieder eine feste Masche. Und dann geht es weiter. Feste Maschen 1:1 gehäkelt. Nach der zweiten Runde sieht unsere Häkeltasche nun so aus. Und wir beenden die Runde wieder gemeinsam. Zunächst häkeln wir hier einmal noch das Eckschema. Und dann schließen wir die Runde mit einer falschen Masche. Den Faden habe ich schon abgeschnitten, ziehe ihn jetzt einmal raus
In die falsche Masche arbeiten wir, indem wir unter die nächste Schlaufe einstechen, den Faden darunter entlang ziehen und ihn dann in die Mitte der aktuellen Masche zurückführen. Und so entsteht also eine Schlaufe, die aussieht wie eine normale Masche, sich schön in das Maschenbild einfügt, und den losen Faden könnt ihr jetzt einfach vernähen. Das von mir verwendete Schloss für diese Tasche ist 9 Maschen breit. Die 9 Maschen habe ich mir hier einmal abgesteckt. Solltet ihr eine andere Schlossgröße verwenden, haltet auch einfach das Schloss an eure Tasche, prüft, wie breit es ist und steckt euch die Maschen entsprechend ab, natürlich mittig. Müsst aber dabei darauf achten, dass das Schloss natürlich ein Stück weit um die Tasche, um das Häkelstück herumgreifen wird. Also ihr dürft die Aussparung nicht zu breit arbeiten, sondern müsst ein Stückchen eingerückt zum eigentlichen Rahmen des Maß nehmen. So, und wenn ihr dann die Maschen markiert habt, setzt ihr den Faden wie ich hier neu an, wieder nur in das hintere Maschenglied. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr in der richtigen Ausrichtung arbeitet, sodass die Reihen versetzt zueinander stehen. Und dann arbeitet ihr jetzt einfach wieder feste Maschen in das hintere Maschenglied, bis ihr den anderen Maschenmarkierer erreicht habt, und denkt natürlich auch an unserem Eckschema daran, das in jede Luftmasche zu arbeiten. An der zweiten Markierung angekommen, macht ihr einfach eine Luftmasche, dreht um und arbeitet nach dem bekannten Schema wieder zurück. Ich habe insgesamt 3 Reihen zwischen den Maschenmarkierern gearbeitet. Wenn ihr eine andere Schlossgröße verwendet, dann schaut auch hier einmal, ob ihr die richtige Höhe erreicht habt. Wobei ihr hier auch wieder dran denken müsst, hier seht ihr es jetzt, dass das Schloss natürlich um die Tasche herum greift. Also das müsst ihr bei euren Überlegungen zur Größe der Aussparung mit berücksichtigen. Also wie gesagt, mein Schloss ist 9 Maschen breit und 3 Reihen hoch. Sobald ihr die richtige Höhe dann erreicht habt, zählt ihr einmal, wie viele Maschen ihr übersprungen habt. Bei mir sind es 7. Ich habe mich allerdings verzählt und mache jetzt nur 6 Luftmaschen. Eigentlich müsste ich 7 Luftmaschen machen. Also ihr macht bitte 7 Luftmaschen. Mit diesen Luftmaschen überspringen wir dann die Aussparung, setzen in der Wendeluftmasche von der gegenüberliegenden Seite an, schließen mit einer Kettmasche und können die Faden durchschneiden, herausziehen und vernähen. Anschließend setze ich ihn dann hier unten wieder neu an, wobei es eigentlich egal ist, wo ihr ihn ansetzt. Ich setze ihn hier an, wieder nur in das hintere Maschenglied, und ich arbeite insgesamt noch 3 volle Runden.
Hier habe ich nun die erste Runde beendet, also einmal komplett rum. Und wir arbeiten den Reihenübergang oder den runden Übergang nochmal zusammen. Und wie gesagt, insgesamt habe ich nach der Aussparung für das Schloss noch 3 volle Runden gearbeitet. Diese Aufnahme hier ist nur ein kleiner Überblick, wie unsere Häkeltasche an der Stelle nun aussieht. So ist also der Rahmen gearbeitet, das sind die 3 vollen Runden. Und wir machen weiter mit den Seitenteilen. Für die Seitenteile beginnen wir mit 25 Luftmaschen und starten dann in der zweiten Luftmasche von der Nadel ausgezählt und häkeln feste Maschen entlang der ganzen Luftmaschenkette. Am Ende der Reihe angekommen, machen wir eine Luftmasche, drehen um und arbeiten von jetzt an wieder nur in das hintere Maschenglied und arbeiten feste Maschen entlang der ganzen Reihe. Sobald ihr die Spitze erreicht, schaut ihr nach dieser Schlaufe hier, also die Wendeluftmasche von der Luftmaschenkette zur ersten Reihe ist das. Und in diese Schlaufe arbeiten wir nun 2 feste Maschen. Anschließend geht es dann an der Unterseite der Luftmaschenkette einfach weiter mit festen Maschen. Ihr arbeitet dann weiter bis ans Reihenende, macht eine Luftmasche, dreht wieder um, arbeitet wieder bis zur Spitze und verdoppelt dann immer die Maschen, die in den vorherigen Reihen auch verdoppelt wurden. Also in diese beiden hier, die wir gerade gemacht haben, macht ihr jeweils 2 feste Maschen. 1, 2, 1, 2. Erhöht also eure Maschenzahl auf 4 hier für die Spitze. Dann geht es wieder zurück ans Reihenende. Und die nun 4 Maschen an der Spitze werden ebenfalls wieder verdoppelt, jeweils, sodass ihr dann also 8 habt.
Und nach dem Schema arbeitet ihr jetzt einfach weiter, bis ihr 5 Reihen gearbeitet habt. Nach den 5 Reihen ist das dann also unser Seitenteil. Und nun fügen wir 3 weitere Reihen hinzu, in der wir keine Erhöhung machen. Also 3 Reihen, einfach 1:1, feste Maschen in das hintere Maschenglied. Diese letzten 3 Reihen führen dazu, dass das Seitenteil so ein bisschen bauchig wird, wenn man das so beschreiben möchte, oder sich nach außen drückt. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr einfach nach dem Schema weiterarbeiten. Um nun das Seitenteil an unserer Häkeltasche zu befestigen, habe ich hier erstmal eine Luftmasche gemacht und jetzt arbeiten wir immer Kettmaschen, wofür wir erst in das Hauptteil einstechen. Der Faden muss in der Mitte hier liegen. Stechen erst in das Hauptteil der Häkeltasche ein, dann zurück in das Seitenteil und arbeiten eine Kettmasche, indem wir den Faden durch alle diese Schlaufen einmal durchziehen. Und jetzt schaut ihr einfach immer, welche Schlaufen gut erreichbar nebeneinander liegen. Also gerade hier am Anfang sollten immer 1:1 nebeneinander liegen. Und dann stecht ihr also einfach immer in die benachbarten Schlaufen ein und arbeitet eure Kettmasche. Sollten die Schlaufen mal nicht perfekt nebeneinander liegen, weil ich habe ja gesagt, wir brauchen am Hauptteil keine bestimmte Maschenzahl zu erreichen. Und das stimmt auch tatsächlich. Also wenn die Schlaufen nicht perfekt nebeneinander liegen, stecht einfach da rein, wo ihr es gerade am besten erreichen könnt. Hier einfach nicht zu verkopft dran gehen, ist, glaube ich, der beste Rat. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Situation, dass die Maschen nicht perfekt nebeneinander liegen. Das seht ihr. Und jetzt steche ich also am Hauptteil der Häkeltasche in die nächste ein und am Seitenteil benutze ich einfach nochmal die gleiche Schlaufe für meine Kettmasche. Genauso könnt ihr andersrum natürlich auch Schlaufen überspringen, wenn es besser passt. Also wie gesagt, einfach immer da einstechen, was ihr gerade gut erreichen könnt. Sobald das Seitenteil befestigt ist, befestigen wir die D-Ringe. Und um den D-Ring zu befestigen, ich nähe ihn ja sonst eigentlich immer an, diesmal machen wir es etwas anders. Wir falten das Seitenteil wie folgt und stechen jetzt diesen Stab von dem D-Ring durch alle Lagen durch. Erst einmal öffnen und entfernen. Ups. Und jetzt stecht ihr ihn, wie gesagt, einfach durch alle Lagen durch. Und ich schwöre euch, wenn ihr das nicht vor der Kamera machen müsst, dann ist das um einiges einfacher. Also der andere D-Ring war im Grunde sofort drin.
Hier sieht es gerade so ein bisschen frickelig aus, weil ich ja immer mit den Armen um mein Stativ herum und mit der Kamera vor der Nase arbeite. Da sind dann manche Schritte nicht ganz so einfach. Aber ich krieg's hin. Ihr seht, was ihr machen müsst. Und wie gesagt, bei euch wird das Ganze einfacher sein. Und wenn er dann irgendwann durch alle Schichten durch ist, der Stab, nehmt ihr einfach wieder euren Schraubenzieher, schraubt ihn fest und so ist dann euer D-Ring fixiert. Um die Position vom Schloss zu prüfen, gebe ich erstmal mein Stickgitter, das ich entsprechend zugeschnitten habe, in die Tasche, damit sie so steht oder liegt, wie sie dann später auch sein soll. Und jetzt schaue ich einmal, wie mir der Deckel gefällt, also ob ich den hier unten enden lasse oder ein Stückchen weiter oben. Ich denke, die Position gefällt mir so. Und an der Position bringe ich nun das Unterteil vom Schloss an. Also hier nochmal deutlich, diese Spitzen steche ich gerade durch die Tasche durch. Ihr müsst natürlich ausmessen, dass es genau in der Mitte sitzt. Und wenn es dann richtig sitzt, biegt ihr einfach diese Spitzen auf der Innenseite der Tasche einmal um und so ist dann das Unterteil vom Schloss befestigt. Im nächsten Schritt nähen wir das Stickgitter dann fest. Und hier müsst ihr immer darauf achten, dass ihr den Faden, mit dem ihr näht, über die bestehenden Schlaufen aus dem Taschenmuster drüber legt, damit sie nicht sichtbar bleiben. Ich würde also nicht jetzt quasi nach hier oben einstechen, auf keinen Fall, sondern hier über diese kleine Schlaufe hier. Ich zeige es nochmal mit besserem Licht. Also jetzt, um den Faden zu verstecken, nicht quasi nach hier oben gegen das Muster einstechen, sondern immer schauen, über welchen Faden ihr ihn drüber platzieren könnt. Und das ist bei mir jetzt gerade diese kleine horizontale Schlaufe. Da lege ich ihn drüber. So, nicht zu festziehen, das ist auch wichtig. Und wenn ihr den Faden nach vorne bringt, auch schon mal gucken, dass ihr ihn in einer Schlaufe nach vorne bringt, von wo aus ihr ihn gut verstecken könnt. Von wo aus also Schlaufen abgehen, über die ihr den Faden auf der Vorderseite drüber legen könnt. Hier ist das jetzt also wieder diese horizontale Schlaufe hier.
Und wie ihr seht ihr nichts. Die Stiche sind schön im Muster versteckt. Ebenso funktioniert das Ganze dann in dem Hauptmuster, in dem Moosmuster. Ich gucke also wieder, wo ein Faden ist, über den ich meinen Nähfaden drüber legen kann. Wobei ich hier in dem Hauptmuster nicht diese großen sichtbaren Schlaufen wählen würde. Da könntet ihr natürlich auch versuchen, den drüber zu legen, aber ich glaube, dann bleibt er doch sehr sichtbar. So. Im nächsten Schritt befestigen wir einmal das obere Teil vom Schloss. Die beiden Teile habe ich schon einmal auseinandergeschraubt und jetzt setze ich immer die erste Seite in die Aussparung ein, mache hier schon mal die Schraube fest und ziehe dann die Aussparung so auseinander, bis der Rahmen genau hereinpasst und ich die zweite Schraube setzen kann. Und ja, ich sehe, ich habe da unten so einen Schnuff vom Garn eingeklemmt, das da noch raussteht. Das habe ich nochmal neu gemacht. Das hat mich gestört. Ja. Und so ist dann das obere Teil vom Schloss befestigt. Den Handgriff beginnen wir mit einem magischen Ring, in dem wir 5 feste Maschen arbeiten. Den magischen Ring schließen wir dann. Und wenn ihr eine andere Größe verwendet für das Kordelende oder das Handgriffende, dann steckt den geschlossenen Ring einmal so da rein und schaut, ob der gut da reinpasst. Ich glaube, bei meinem wird sogar noch eine feste Masche mehr passen, also 6 feste Maschen im magischen Ring, aber ich lasse es jetzt so. Anschließend arbeitet ihr dann einfach immer in das hintere Maschenglied und arbeitet in Spiralen feste Maschen. Sobald euer Handgriff lang genug ist, schneidet ihr den Faden einfach ab, zieht ihn raus, vernäht ihn dann ein wenig . Steckt dann das zweite Kordelende auf, Handgriffende, und fixiert es mit den Schrauben.
Für den Deckel habe ich mir diesmal auch andere D-Ringe gesucht, nämlich diese Ringe hier. Die werden einfach durch den Deckel hindurch gesteckt und sind dann so befestigt. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, eure neue Tasche gefällt euch. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal.